Hallo liebe Hausbauhelden! Wer macht beim Hausbau eigentlich die Erdarbeiten? Brauche ich immer zwingend ein Bodengutachten? Mit welchen Kosten für die Erdarbeiten bei Bau auf Keller oder Bodenplatte muss ich rechnen? Und kann ich auch beim Erdaushub mit Eigenleistung Geld sparen? All diese Fragen und Antworten solltet ihr kennen, damit ihr bei eurem Bauprojekt nicht direkt mit einem fatalen Fehler startet. Und welcher das ist und wie ihr ihn vermeiden könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Die Erdarbeiten sind vielleicht kein so spannendes Thema wie Grundrissplanung oder Ausstattung und genau deshalb machen viele Bauwilligen einen Fehler. Sie kümmern sich viel zu spät darum und das mit fatalen Folgen. Sogar in meinem gut informierten Bekanntenkreis gab es Projekte, wo es schlaflose Nächte gab, weil der Termin fürs Betonieren der Bodenplatte näher rückte und kein akzeptables Angebot für die Erdarbeiten aufzutreiben war. Eins müsst ihr wissen, die Erdarbeiten sind meistens nicht in der Bauleistungsbeschreibung des Kelleranbieters enthalten und eigentlich nie im Angebot des Hausanbieters. Aber nicht nur die Kosten sind nicht enthalten, sondern der Bauwillige muss sich auch meistens selbst um eine fristgerechte Erledigung kümmern. Das heißt, er muss einen Dienstleister für den Erdaushub und den Abraum bzw. die Entsorgung selbst organisieren. Wir sind heute für euch auf einer Kellerbaustelle, schauen uns die Erdarbeiten an und sprechen mit Jan Groß, der Projektleiter bei Glatta ist. Wir haben jetzt die erste Frage. Wer kümmert sich denn beim Hausbau um die Erdarbeiten? Ist das in einem üblichen Kellerangebot mit drin? Also bei uns mittlerweile ist es ja so. Also wir bieten quasi von Gründung, Erdarbeiten bis Fertigstellung Keller alles an. Das heißt, ein Ansprechpartner für die komplette Bauphase, ab grüner Wiese bis Fertigstellung Keller. Es gibt mittlerweile also auch Kellerhersteller, die die Erdarbeiten gleich mit aus einer Hand anbieten. Das ist beim ersten Blick aufs Angebot oft nicht die billigste Lösung, aber langfristig meist die kostengünstigere. Warum das so ist und welches Budget ihr ungefähr einplanen müsst, dazu kommen wir später noch. Erstmal, vielen ist gar nicht klar, was alles dazugehört und wie umfangreich die Erdarbeiten beim Hausbau sind. Was ist denn beim Erdarbeiten alles mit drin? Das sind ja mehrere Aufgaben, die das umfasst. Sagen wir, bei einem Standardkeller ist enthalten, zunächst den Mutterboden oder die Grasnarbe abzuschieben, im besten Fall auf dem Grundstück zu lagern, wenn es der Platz hergibt. Dann, wie wir es jetzt hier schön sehen, die Ausschachtung vom Material, was quasi auf der Baustelle vorhanden ist. Das Aufschottern, sprich die Gründungssohle vom Keller bringen, damit der Keller erstellt werden kann, ja, und im Nachgang halt den Keller zu verfüllen, Entwässerung, Regenentwässerung, alles halt fertigzustellen. Wie muss denn das Grundstück vorbereitet sein, damit die Erdarbeiten beginnen können? Was muss der Bauherr vorher erledigt haben? Also der Bauherr sollte schon zumindest mal in erster Linie die Baugenehmigung vorlegen können. Das heißt, dass wir überhaupt das Grundstück freigegeben haben, um hier arbeiten zu können. Dann liegt es natürlich beim Bauherrn selbst. Ist das Grundstück hoch bewachsen? Ist noch Baumbestand drauf, ja, kümmert er sich selber darum, das Grundstück im Endeffekt zu roden oder vielleicht das nochmal zu mähen. Ja, wenn die Baugenehmigung vorliegt und es gestartet werden kann, sollte natürlich ein Vermesser beauftragt werden, der die Grobverflockung, sprich das Gebäude auf der grünen Wiese mal absteckt, damit wir wissen, wo die Baugrube herzustellen ist. Ja, und dann sollte zu dem Zeitpunkt auch geklärt sein, ob sich der Bauherr um Baustrom, um Bauwasser kümmert oder ob man es vielleicht auch dann unterstützend zur Seite zieht. Warum ist es denn so wichtig, dass Keller- oder Bodenplattenbau und Erdarbeiten aufeinander abgestimmt sind? Ich sag mal, was den Bauherren ja extrem wichtig ist, dass irgendwie eine Zeitschiene vorgegeben ist und die nach Möglichkeit eingehalten werden sollte, um halt auch eine Planungssicherheit zu haben. Ja? Es ist im Endeffekt so, wenn wir die Erdarbeiten und den Keller erstellen, hat der Bauherr einen Ansprechpartner, einen Projektleiter, der komplett alles koordiniert. Der ist von Tag 1 bis Fertigstellung Keller auf der Baustelle, hat immer die einzelnen Schritte im Griff und den Blick und kann halt so immer wieder reagieren. Und es gibt halt keine Überschneidungen zwischen Gewerken. Das heißt, der Bauherr hat einen Ansprechpartner und damit ist alles abgedeckt. Jetzt haben wir gerade schon die Zeitschiene angesprochen. Wie viel Vorlauf, wie viel zeitlichen Vorlauf brauche ich denn einmal also für die Erdarbeiten vor Baubeginn und auch vor den Erdarbeiten, wenn ich Angebote einhole, dass das alles pünktlich stattfinden kann? Ich sag mal, vor Baubeginn, also die Erdarbeiten sollten in der Regel schon möglichst eine Woche
vorher zu Ende sein, also fertiggestellt sein, bevor der Keller kommt. Es muss ja nach den Erdarbeiten oder nach dem Herstellen der Baugrube immer noch der Vermesser kommen. Das heißt, es wird nochmal ein Schnurgerüst in die Baugrube gestellt, auf Hausmaß oder auf Kellermaß, nachdem wir den Keller errichten. Ja, und dafür muss halt eine gewisse Zeit da sein. Oder es kann natürlich auch in den Wintermonaten immer mal zu Regen kommen, wo vielleicht mal ein Tag Verzögerung reinkommt. In den Puffer sollte man sich eigentlich lassen. Also mit einer Woche sollte man schon da rechnen. Und wie viel Zeit muss man sich nehmen, um Angebote einzuholen? Also ist es schwierig, einen Erdarbeiter zu finden, dass man da auch pünktlich ist dann? Ich sag mal, wenn der Keller bei uns angefragt wird, wird auch automatisch direkt wird gefragt, ob der Bedarf da ist. Dann bieten wir direkt den Erdbau auch mit an. Aber wenn ich das jetzt einzeln vergeben würde, müsste ich ja schon mindestens ein paar Monate vorher, bevor ich weiß, es soll losgehen, anfangen, mir da Angebote einzuholen. Mit Sicherheit, ne? ja. Also eine Planung muss stehen, das Baugutachten sollte vorliegen, damit auch irgendwie eine Kalkulationsgrundlage gegeben ist. Wie lang dauern denn die Erdarbeiten bei so einem üblichen Einfamilienhaus? Also bei einem Standardkeller sage ich jetzt mal die Vorbereitung zwischen 1 und 2 Wochen. Ja, rein für die Erdarbeiten und dann, wie gesagt, die Woche Puffer für die Einmessung und dann wird es zum Keller losgehen. Bei einem Hanggrundstück, wo Terrassen und Stützmauern angelegt werden müssen, kann das natürlich alles wesentlich länger dauern. Und wenn ihr auf dem Grundstück noch Bäume roden müsst, vergesst nicht, dass ihr dafür ab einer gewissen Stammdicke eine Genehmigung braucht und dass man das nur zu bestimmten Jahreszeiten machen darf, wenn keine Vögel nisten. Ein ganz wichtiger Punkt sind natürlich die Kosten. Ich schätze, 80 bis 90% der privaten Bauherren wissen nicht, wie viel Budget sie für die Erdarbeiten und die Entsorgung des Aushubes zusätzlich zur Bausumme noch in der Kasse haben müssen. Was ist denn so ungefähr der Größenrahmen von den Kosten für ein normales Einfamilienhaus auf einem unproblematischen Grundstück ohne Hanglage für die Erdarbeiten? Allgemein kann man das jetzt natürlich nicht so beantworten, ja, aber ich sag mal, wenn wirklich alle Bedingungen mitspielen, ein ebenes Grundstück, der Mutterboden oder der Aushub kann seitlich gelagert werden auf dem Grundstück, ja, ist man vielleicht irgendwo in einem hohen vierstelligen Bereich bei einer Bodenplatte. Für einen Keller ist natürlich dann einiges mehr wegen der Aushubtiefe, aber wie gesagt, das spielen so viele Faktoren mit ein, die im Bodengutachten dann nachher zu lesen sind. Wie ist der Baugrund, ja, wie ist die Beschaffenheit und weitere Maßnahmen, die man treffen muss. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt für Bauherren ist ja Kostensicherheit. Welche Faktoren können denn die Kosten beeinflussen bei den Erdarbeiten? Ja, also es wird immer dazu geraten oder es wird empfohlen, sich ein Bodengutachten erstellen zu lassen, um halt frühzeitig in die Planungssicherheit zu kommen. Das heißt, es geht ein Bodengutachter raus, der speziell dieses Grundstück analysiert und macht dann Künstelungen zwischen 5 und 6 Metern ab der Grasnarbe. Und so kann man halt schon sehen, stoße ich auf Fels, das wäre beispielsweise ein hoher Faktor, weil man das nicht mit einem Standardgerät ausgeschachtet bekommt. Je nachdem, was für ein Fels muss man da auch stemmen. Oder man hat schlecht tragende Baugründe, wo halt noch ein größerer Bodenaustausch gemacht werden kann. Ja, das treibt das Ganze dann eventuell in die Höhe. Oder man baut an sehr hanglastigen Grundstücken, wo man halt erstmal ein Plateau mit Stützwänden bauen muss, um überhaupt mal die Ebene schaffen zu müssen, ja? Die Ebene schaffen zu können. Und das sind auf jeden Fall die Hauptfaktoren, die halt im Vorfeld auch klar sein sollten. Das heißt also, dass ein Bodengutachten Grundlage meines Angebots ist, gibt mir als Bauherrn schon mal Sicherheit, Ja, auf jeden definitiv. Fall. Ja. Beim Stichwort Bodengutachten möchte ich noch mal einhaken, weil ihr fragt ganz oft, brauche ich zwingend ein Bodengutachten für mein Grundstück? Nein, zwingen kann euch niemand und es ist auch keine gesetzliche Vorschrift. Auch wenn im Internet oft zu lesen ist, es sei seit 2008 vorgeschrieben laut Bauordnungsrecht. Das ist nicht so. Eine Verpflichtung kann nur bestehen, wenn zu befürchten ist, dass die Bauarbeiten Auswirkungen auf das Nachbargrundstück haben. Aber so ein Gutachten ist immer zu empfehlen, denn im Vergleich zur Gesamtsumme, die ihr investiert in euer Bauprojekt, sind die Kosten für so ein Gutachten verschwindend gering. Das Baugrundgutachten schützt euch vor bösen Überraschungen bei der Bodenbeschaffenheit, bei der Tragfähigkeit, bei hohem Grundwasserspiegel und vor ungeplant hohen Entsorgungskosten für den Erdaushub. Eines solltet ihr wissen: Der Bauherr trägt die Verantwortung für den von ihm für Bauarbeiten bereitgestellten Baugrund. Das ist eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof aus 2016. Muss die Planung des Hauses und des darauf beruhenden Angebotes aufgrund von falschen oder unvollständigen Angaben zur Güte des Baugrundes später nämlich nachgebessert werden, dann trägt der Bauherr dafür das finanzielle Risiko.
Ein Baugrundgutachten schützt euch also vor Kostenfallen. Und ganz wichtig zu wissen, auch die Kosten für die Erdarbeiten teilen sich in verschiedene Bestandteile auf. Die Kosten sind natürlich abhängig von der Grundfläche des Hauses und der Tiefe des Kellers bzw. der Bodenplatte. Der typische Aushub für ein Einfamilienhaus kann zwischen 50 und 500 Kubikmetern liegen. Pro Kubikmeter Aushub liegen die Kosten häufig zwischen 10 bis 30 Euro pro Kubikmeter je nach Bodenbeschaffenheit. Mit steigenden Bodenklassen können auch die Kosten rasant steigen, insbesondere wenn Bohrungen oder gar Sprengungen durchgeführt werden müssen. Die Bodenbeschaffenheit ist also ein wichtiger Faktor für die Kosten und dafür gibt es Bodenklassen. Einfach zu bearbeitende Böden wie zum Beispiel Sand oder Kies sind kostengünstiger beim Aushub. Schwerer Boden, zum Beispiel Lehm, Fels oder auch ein hoher Grundwasserstand machen das Ganze teurer. Ich blende euch mal die Bodenklassen ein und kann euch eine Sache dazu sagen. Grundsätzlich sind die Bodenklassen 3 bis 5 in der Regel ein guter Baugrund mit planbaren Kosten für die Erdarbeiten. Bei wenig tragfähigem Boden, Klasse 1 und 2, kann man mit einem dicken Schotterpolster gegensteuern. Aber das bedeutet natürlich einen höheren Aufwand beim Aushub und mehr Schotterbedarf. Ein Boden der Klasse 6 oder 7 erfordert zusätzliche Maßnahmen, da er schwer zu bearbeiten ist und schweres Gerät benötigt wird. Dadurch kann sich der Zeit- und Kostenaufwand ebenfalls erhöhen. Der dritte große Kostenblock ist die Entsorgung des Aushubmaterials. Grundsätzlich macht die Entsorgung des Aushubes etwa 30 bis 50% der Gesamtkosten an den Erdarbeiten aus. Für unbelastete Böden ist die Entsorgung günstig, bzw. der Oberboden kann auch teilweise auf dem eigenen Grundstück wieder verwendet werden. Bei belasteten Böden mit Schadstoffen oder Felsbrocken oder sonstigem kann es auch richtig teuer werden. Muss Erdmaterial entsorgt werden, fallen Kosten von 15 bis 40 Euro pro Kubikmeter an. Aber es kann auch sehr viel teurer werden, wenn das Material in eine Deponie muss und da auch zum Beispiel in der Deponie in den Umgebungen gerade kein Platz ist und deswegen weite Transportwege anfallen. In ländlichen Gebieten gibt es oft günstigere Preise für die Deponien und in städtischen Gebieten können höhere Kosten anfallen. Die durchschnittlichen Kosten für die Erdarbeiten beim Einfamilienhaus auf Bodenplatte starten so etwa bei 8.000 bis 10.000 bis 20.000 Euro. Mit Keller oder auf Hanggrundstücken kann es auch mehr werden. Wir hatten mal ein Beispiel, wo wir Bauherren besucht haben, die für ihr großes und wirklich steiles Hanggrundstück allein 100.000 Euro für die Erdarbeiten bezahlt haben. Klar, das ist natürlich ein Sonderfall, ein schwieriges Grundstück und ein großes Grundstück gewesen. Eine häufige Frage ist auch, sind Erdarbeiten in Eigenleistung sinnvoll oder überhaupt machbar? Also sagen wir mal, ein Mini-Bagger und Erfahrung im Tiefbau solltet ihr mindestens haben, denn ihr müsst ja nicht nur ein Loch buddeln und Bagger fahren können, sondern ihr müsst auch die Maße und die vorgegebenen Höhen genau einhalten. Alle Arbeiten müssen bestimmten Qualitätskriterien entsprechen. Wenn ihr zum Beispiel auch Baugrund auffüllen müsst, muss der bestimmte Belastungen standhalten können und das Ganze ist die Basis für euer Haus. Wenn da irgendwelche Schäden entstehen, sich das Ganze später setzt, fallen diese Schäden eventuell aus der Gewährleistung, wenn ihr hier unsachgemäß gearbeitet habt. Deshalb diese wichtigen Gründungsarbeiten nur selber machen, wenn ihr wirklich über die fachlichen Kenntnisse verfügt. Ja, vielen Dank für die ganzen Infos, die wir bekommen haben. Gerne. Ich hoffe, für euch war da jetzt ein bisschen was dabei, dass ihr Sicherheit für euer eigenes Projekt habt. Wenn ihr noch mal was nachlesen wollt, unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch noch mal unseren Ratgeber zum Thema. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.